Herzlich willkommen alle Säbelschwinger, Würfelteiler und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um das neue Daft Punk Music Pack für Beat Saber. Ich persönlich mag die Musik von Daft Punk sehr und vor allem mit Around the World verbindet das echt tolle Erinnerungen aus meiner Jugend. Kaufen könnt ihr das Ganze zum Beispiel auf Steam für 12,90 € oder auf der Quest für 12,99 €. Und immer daran denken, es ist kein Cross-Buy, also das heißt, ihr müsst es dann, wenn ihr es auf beiden haben wollt, auch auf beiden kaufen. Aber wie gut die Map jetzt ist und wie das Ganze umgesetzt worden ist, das schauen wir uns jetzt mal auf meiner Brille an. Alles klar, bis gleich. Ja, herzlich willkommen auf meiner Brille. Wir gucken uns das Music Pack Around the World Daft Punk an und mal schauen, was draus wird. Wir fangen mal locker mit Expert an. Gucken mal, ob ich was gerissen bekomme. Boah, ich habe schon ewig jetzt nicht mehr Beat Saber gespielt. Oh. Yeses. Ja, auch cool mit den Helmen, wie man es von Daft Punk kennt im Hintergrund. Aber es geht eigentlich, gut, ich hatte jetzt eben mal so eine Runde gehabt, da war es jetzt ein bisschen schlecht, aber ich glaube, wenn man es 2-3 Mal spielt, also das Mapping ist ganz cool, würde ich mal sagen. Dann haben wir das Ganze in einer Mischung mit Around the World und Harder, Better, Faster, Stronger. Gucken wir uns doch den mal an. Also die Lieder sind relativ lang, fast alle über 4 Minuten, muss ich mal sagen. Die haben wir jetzt schön mit Bomben. Oh, einer erwischt. Und den verfehlt. Also das Farbenspiel ist schon mal cool. Und durch die Bomben finde ich schon mal schwerer als die vorige. Aber schön ist, wie man wieder reinkommt, wenn man schon so lange nicht mehr gespielt hat. Aber Anfang war total kacke. Dann wird man mal besser. Ah, cooles Lied. Gefällt mir echt gut. Wenn ich jetzt keine Aufnahme hätte und kein separates Mikro, dann könnte man den Sound auch noch mal schön aufdrehen.
Eieieiei. Jesus. Also die wird in Expert Plus ja super. Ich bin ja eher so ein Freund von weit ausholenden Bewegungen, weil ich ja tatsächlich dann immer ins Tanzen verfalle. Boah, also das ist ja ganz schön gewöhnungsbedürftig. Jesus. Also wie gesagt, sie ist ganz gut gemacht. Es sind ja jetzt auch nicht so super abgefuckte Bewegungen, wo man halt sagt so, oh, wie geht denn das? Das geht ja so voll gegen den Flow. Und ich denke, also zumindest das Expertmäßige, das werde ich relativ schnell drin haben, wenn ich die 2-3 Mal gespielt habe. Und dann werde ich mich dann an Expert Plus ranwagen. Also bei manchen Miss denke ich immer, ich habe eigentlich getroffen. Das war schlecht. Also wenn ich in einem Song rausfliege und das nicht gerade direkt am Anfang war, dann hüpfen wir direkt zum nächsten Song weiter, weil den Eindruck müsstet ihr ja dann haben. Oh, gefällt mir gut. Weil ich mag so diese Seitwärtsbewegung, die langen. Das hat immer so ein bisschen so nach Swing.
Eieiei, rausgekommen. Ah, jetzt kommt schon. Mir schon ein bisschen an die Brühe zu laufen, Leute. Ich glaube, die spielen wir nicht ganz zu Ende, weil die gehen ja alle hier so ewig lang. Sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Video werden. Gut, also jetzt noch, das Lied ist jetzt nicht so mein Daft Punk-Lied. Schöner Flow. Wobei bei der Map werden sie jetzt langsam ein bisschen einfallslos von der Gestaltung. Weil bis jetzt sahen ja tatsächlich alle relativ gleich aus. Also ich finde das zwar cool mit den Helmen und sowas. Aber großer Unterschied ist da tatsächlich ja nicht. Oder auch hier mit dem, ja, wie soll man sagen, Bodenbelag. Also nicht falsch verstehen, das ist Meckern auf hohem Niveau, es sieht schon cool aus. Nur man hätte halt so pro Lied noch so ein bisschen mehr Individualität einfließen lassen können. Aber kein Wunder, dass das 10 Minuten geht.
Das ist wieder so eins, wo man total aufpassen muss, weil ich da wieder ins Tanzen verfalle. Das ist aber einmal für die Aufnahme nicht gut. Und zum anderen das Treffen der Blöcke. Zumindest wenn man die Map das erste Mal spielt. Also sie fängt sehr locker an auf jeden Fall. Aber klar, bei einem Lied, was 10 Minuten geht, oder über 10 Minuten, also am liebsten habe ich tatsächlich immer so Lieder, die so, ja, keine Ahnung, 2 Minuten noch was gehen, 3 Minuten maximal. Dafür dann einfach mehr Musikpack, einfach mehr Liedauswahl. Song gehabt. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Wo ich mich dann bei Beat Saber immer noch schwer dran gewöhne, das ist, dass man da mehr ja aus so dem Handgelenk spielt. Ich komme ja ursprünglich von der Pico und dort haben wir ja Mutrix, was ein gutes Ding ist. Also es wird gerne schlecht geredet, aber Mutrix macht schon definitiv Spaß. Es ist nicht so grafisch gewaltig oder so scharf von der Grafik her wie Beat Saber, definitiv nicht. Aber viele Sachen gehen einfach, zum Beispiel Custom-Songs kann man einfach reinmachen. Da braucht man nichts modden, gar nichts. Und es ist von den Bewegungen anders, weil da geht es immer um Ausladende und wie viel Kraft man in eine Bewegung reinbringt. Also ein ganz anderes Punktesystem, tatsächlich. Und man tanzt da auch viel mehr, weil man da sehr weit ausladende Bewegungen hat. Blöcke sind relativ weit auseinander oft. Und das ist halt vom Spielgefühl, auch wenn es optisch sich sehr ähnelt. Oh, verdammt, das ist nicht raus. Sehr ähnlich. Ja, was mir total fehlt eigentlich, also wenn wir schon bei sowas wie Daft Punk sind, ich hätte ja gerne mal ein Kraftwerk Music Pack. Das wäre mal geil. Also das Lila sieht ja schon ganz nett aus, so mit den lila Wänden. Also optisch sieht schon cool aus, ist schon cool gemacht, ist nix. Wobei, wie gesagt, ein bisschen mehr Abwechslung hätte sein können. Oh.
Kommen wir zum Fazit. Also zum einen, das Music Pack hat mich ganz schön ins Schwitzen gebracht, also von der Fitnessleistung her schon mal top. Dann die Liedauswahl. Die ist solide. Also wir haben viele bekannte Titel dabei von Daft Punk, wir haben ein paar ruhigere Lieder dabei, die ich jetzt wahrscheinlich rausgelassen hätte. Da hätte ich mir was Fetzigeres gewünscht. Daft Punk hat da genügend zur Auswahl noch, die man hätte dazu nehmen können. Aber im Großen und Ganzen, die Musikauswahl ist schon mal top. Ja, wie ist das Mapping? Ich finde, das Mapping ist super geworden. Also alles läuft sehr, sehr gut im Flow und wenn man eine Map, ich sag mal 1, 2, 3, 4 Mal gespielt hat, dann hat man den Flow auch relativ schnell verinnerlicht und kann sich dann auch an höhere Sachen, wie ich habe ja jetzt im Expert gespielt, dann kann man sich auch direkt schon an Expert Plus wagen. Und Bewegung ist definitiv gegeben und wie gesagt, sie ist im Flow. Also von daher auch das Mapping finde ich super. Der Preis ist auch in Ordnung. Also momentan bei der Quest gibt es das Ganze für 12,99 und bei Steam kriegen wir das sogar 9 Cent nochmal günstig für 12,90. Ja, also von mir ein klares Daumen nach oben. Mir gefällt das Ganze und ich kann es auch nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über jedes Däumchen, über jedes Kommentar und über jedes Abo. In diesem Sinne sage ich ciao, ciao und macht's gut.